Ordnen wir das ein. Nico Lange ist mir nun zugeschaltet, Politikberater. Herr Lange, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag. Wenn wir so auf die Reaktion bei den Demokraten schauen, dann ist da fast eine Art Euphorie, zumindest auch auf öffentlicher Bühne, ziemlich viel Rückenwind für Kamala Harris. Sie haben sie ja auch bereits persönlich getroffen im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Was ist Ihr Eindruck? Hat sie wirklich das Format zur nächsten US-Präsidentin? Das wird sich herausstellen. Also jetzt war es so, dass sie mehrfach schon in Deutschland aufgetreten ist. Es war eigentlich nie so, dass jemand gesagt hat, das sind jetzt die tollsten Reden, die ich je gehört habe. Und man muss auch sagen, in den USA war Kamala Harris als Vizepräsidentin nicht besonders erfolgreich, war auch nicht die beliebteste, auch nicht bei den Demokraten. Dass die Situation jetzt so gekommen ist, ist ja für alle einerseits eine Befreiung, weil es mit Biden aus der Sicht vieler bei den Demokraten so nicht weitergehen konnte. Aber gleichzeitig auch, glaube ich, jetzt Respekt vor der großen Aufgabe, weil es schwer wird für Harris, nicht nur die Demokraten zu einen, sondern auch in diesem Wahlkampf gegen Trump zu bestehen. Das Problem ist ja auch, dass Amerika tief gespalten ist. Hätten Sie sich gewünscht, dass es jemand anders wird, jemand, der vielleicht mehr in der Mitte steht und eben auch mehr Wählergruppen mobilisieren kann? Ich war jetzt gerade wieder 2 Wochen in den USA und merke immer wieder, dass die Diskussionen, die hier teilweise geführt werden, von der Realität in den USA doch sehr weit entfernt sind. Wir nehmen das mediale Getöse aus den USA sehr stark wahr, aber wenig, was dort im Land passiert. Und die Menschen haben jetzt Fragen, vor allen Dingen, was ist die Wirtschaftspolitik von Kamala Harris? Darüber wissen wir wenig. Was tut sie für die Menschen im Land? Also diese Washingtoner Diskussionen sind für viele in den USA gar nicht so interessant. Da sollten wir vielleicht auch uns nicht immer drauf konzentrieren. Wir wissen über sie als Kandidatin bisher ehrlich gesagt noch ziemlich wenig und die Amerikaner wissen auch noch nicht genug. Insofern hat sie jetzt die Chance, in den Politikfeldern sich darzustellen und vielleicht auch einige zu überraschen. Also sie muss sich profilieren. Vielleicht könnte das ja auch ihr Vorteil sein, dass sie noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Ein Punkt, wo die Republikaner sich natürlich auch darauf einschießen, ist die Tatsache, dass sie so eng, wie sie jetzt ja auch immer wieder betont, mit Joe Biden zusammengearbeitet hat, möglicherweise vielleicht sogar auch gedeckt hat, welchen ja desolaten Zustand, Gesundheitszustand der Mann inzwischen hat. Wie kommt sie denn da raus aus diesem Thema? Ja, das ist Wahlkampf und vielleicht auch nur der Anfang von äh, solchen Dingen im Wahlkampf. Ich glaube aber nicht, dass wenn Joe Biden jetzt ja der sozusagen für den Wahlkampf das Zepter weitergegeben hat, dass Joe Biden jetzt das zentrale Wahlkampfthema bleiben wird. Ich kann nur sagen, ich habe vor 2 Wochen in Washington am Rande des NATO-Gipfels 2 Veranstaltungen besucht, bei denen Joe Biden dort war und gesprochen hat. Ich hatte den Eindruck, er war da normal, völlig auf der Höhe seiner Kräfte. Insofern muss man jetzt auch nicht diese Diskussion sozusagen sich zu stark darauf einlassen, was die Republikaner da versuchen. Die Republikaner haben natürlich jetzt das Problem, dass sie sehr früh sich auf eine Fernsehdebatte mit Biden eingelassen haben und dass sie sehr früh ihren Parteitag durchgeführt haben und machen sich Sorgen, dass ihnen jetzt das Momentum verloren geht, weil sich in den nächsten Wochen alles auf die Demokraten konzentrieren wird und dann ja erst der Parteitag kommt. Aber das ist eben jetzt ein Problem, mit dem die Republikaner umgehen müssen. Das sollte uns jetzt nicht zu sehr beschweren. Nico Lange, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne.